Ja, hallo ihr Lieben und willkommen auf Astrolymp. Heute ist Valentinstag und ich habe mir gedacht, wir machen eine Legung für die Liebe. Und wir schauen zunächst mal mit den Karten, was trennt oder verbindet dich mit einem Gegenüber. Ist ein Partner in Sicht, wenn du keinen hast. Und dann legen wir los. Das seid ihr. Egal, ob du Mann oder Frau bist, das ist immer der Ausgangspunkt, das ist das Gegenüber. Und wir legen los. Bei einigen von euch ist es vielleicht so, es ist eine kollektive Legung, das muss man immer wieder dazu sagen, weil viele beziehen das auf sich, dass sie im Nebel irgendwo stehen, dass es Dinge zu klären gibt. Möglicherweise sind es irgendwie auch Abhängigkeiten oder Undurchsichtigkeiten jeglicher Art. Man weiß nicht so recht, wo man dran ist. Nichtsdestotrotz, wir haben die Sterne und wir haben den Klee. Also egal, was jetzt auch ist, die Dinge können sich in Kürze wenden. Mit dem Klee habt ihr, mit den Sternen habt ihr natürlich die Glückskarte auch dabei. Der ein oder andere hat vielleicht das Gefühl, dass Dinge zwischen euch zu oberflächlich sind, dass er nur kurz glücklich ist, dass er nicht richtig erfüllt ist. Möglicherweise sind es finanzielle Themen, die hier irgendwie mit einspielen können. Oder auf der Seelenebene ist auch viel los und man sieht beim Gegenüber einen Konflikt, der ihm im Rücken hängt. Es kann jetzt natürlich, weil die Finanzen spiegeln sich damit, etwas Finanzielles auch sein. Oder ja, dass man auf der Seelenebene sich irgendwie verletzt fühlt. Schaut mal, wie schön das ist. Selbst wenn du jetzt hier keinen Partner hast, der Klee und das Herz spricht vom neuen Verliebtsein. Ja. Wir haben den Sarg dazwischen, da ist Transformationsenergie, da ist irgendetwas an Belastung, das möglicherweise jetzt aber auch in kürzerer Zeit neue Wege freisetzt. Eine Transformation zwischen den Paaren auch. Die Liebe ist auf jeden Fall da. Ne? Die Wolken, die haben auch immer eine kurze Energie. Hier sieht es wirklich so aus, als könnte man etwas wieder unter einen guten Stern stellen. Man sieht so ein bisschen Mangel, man sieht kreative Lösungen, man sieht, dass überlegt wird, wie man bestimmte Dinge, wie sage ich es, zur Klarheit bringt. Oder wie man eben aus dem Nebel auch raustritt. Liebe, Treue, Freundschaft, Loyalität. Vielleicht sind es auch Kinder, die hier mit einspielen oder die Konflikte mitbringen, die die Situation irgendwie beeinflussen. Hier ist auf der unterbewussten Ebene auch viel sowas wie verletzte Liebe, Eifersucht, keine Entwicklungsprozesse, Verluste, die man gemeinsam irgendwie erlebt hat. Aber ich habe tatsächlich auch die schnelle Wende, Kommunikationsprobleme, aneinander vorbeireden, unterschiedlicher Meinung sein, persönliche Hindernisse. Ich habe aber dennoch auch bei vielen ist es tatsächlich etwas, was mit den Finanzen zu tun hat. Ne? Vielleicht ist eine finanzielle Schwierigkeit oder irgendetwas, wo man der einen vom anderen mehr erwartet, als er geben kann. Ich habe hier die Ernte genau daran, bei dem, was jetzt Stress macht, ne? Was jetzt blockiert, das wird hier irgendwie zur Ernte.
Für einen oder anderen sieht man, dass es irgendwie keinen Wachstumsprozess gibt oder dass es so ist wie heute fühle ich es mal so, morgen so, dass man seine Gefühle nicht halten kann. Ich habe hier aber auch Schattenthemen, definitiv. Und was ich hier habe, ist auch eine sehr spezielle spirituelle Verbindung. Also hier ist eine Tiefe auch vorhanden. Es geht hier vielleicht bei ihm auch um berufliche Themen oder das übergeordnete Thema, wie gehalten bin ich, wie viel soll ich noch an meinen Themen arbeiten. Ich kann nicht richtig vor Anker gehen, ich fühle keine Stabilität oder es sind da tatsächlich auch Umbrüche im Bereich der Vitalität, dass man denkt, es geht jetzt gesundheitlich nicht mehr so, wie geht es weiter, auch finanziell. Ich habe bei dem einen oder anderen auch so Grübeleien oder schlaflose Nächte oder ja, es ist irgendwie ein bisschen das Gefühl, dass man sich nicht stabil fühlt, dass die Unklarheit im Prinzip alles überdeckt. Der ein oder andere macht sich vielleicht auch Sorgen um die Berufe seiner Kinder oder hat hier im Bereich der Kollegen ein Hindernis. Und am Ende ist es auch so, dass viele offene Fragen dran sind, dass man nicht so richtig weiß, wie man die Hindernisse umgehen kann, und zwar langfristig. Ja, jetzt kommt, wir brauchen noch eine Karte, bitte. Tja, mischen wir halt weiter jetzt. Hier haben wir Verstrickungen, die kommen aus der Vergangenheit, aber wir haben auch genesende Energie auf dem Beziehungssystem. Wir haben neue Türen, die aufgehen. Wir haben irgendwas, was Neubeginn Energie mitbringt, Erleichterung. Aber für einen oder anderen, gerade die Doppelgebundenen, haben vielleicht hier auch noch eine Konkurrenz am Start oder so Ausläufer aus Beziehungen aus der Vergangenheit. Hier ist ein Häutungsprozess und hier sind auch tatsächlich Verstrickungen mit dabei. Ein Gerüst, das längere Zeit schon so läuft. Die Karten, die hier dazwischen liegen, die liegen eigentlich zu genial. Denn die haben die Sterne, der Klee, die Blumen, ja, die Ernte da, wo vorher Unruhe war. Möglicherweise ist es auch so, dass hier ein erlösender Anruf oder sowas kommt. Ne? Gut, schauen wir noch ein bisschen weiter. Ihr müsst es halt auf die Situation beziehen, in der ihr seid. Ne? Was kriege ich hier noch? Guckt euch das an. Amors Pfeil. Also die Liebe ist da. Für die, die keine haben, die werden von Amors Pfeil getroffen. Wir haben Ahnenthemen, das dachte ich mir hier schon. So Familienthemen, die sehr weit in die Situation einspielen. Man kommt hier durch, wenn man die Stärke hat. Die Situation macht vielleicht auch resilienter irgendwo. Ja, man braucht Ausdauer, man muss dranbleiben. Das hat sich hier noch umgedreht. Dann hat das Ganze auch Zukunft. Unterm Deck haben wir noch das 10. Haus. Das ist ein Haus des Elementes Erde. Da geht es um die Sternzeichen
Jungfrau, Stier, Steinbock. Und es spielen sehr viele Themen aus dem Bereich Berufung und Karriere in diese Legung mit ein. So, was kriegen wir hier noch gesagt? Irgendwo muss man mit etwas Frieden schließen, vielleicht auch mit dem Leben, das man bisher gelebt hat oder mit den Herausforderungen des Lebens. Und wir haben unten am Deck noch, dass wir an unserem Glauben festhalten sollen. Ne? Ihr Lieben, ich wünsche euch einen wunderschönen Valentinstag. Diese Legung könnt ihr bei mir auch buchen, wenn ihr mal so einen Blick nehmen wollt zwischen euch und eurem Gegenüber, was da so los ist. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag. Ich drücke euch bis bald.